Hi und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Conway Disappearance at Dahlia View. Es sollte jetzt eigentlich erstmal weitergehen mit Susu Remain. Allerdings, sobald ich mich erschrecke, ich habe gesundheitlich gerade noch ein bisschen Schäden, und sobald ich mich erschrecke, huste ich mir einfach die Seele aus dem Leib. Und das wollte ich weder mir noch euch antun. Deswegen dachte ich mir, fangen wir erstmal mit einem neuen Projekt an. Und sobald das mit meinem Husten besser wird, geht's natürlich sofort mit dem anderen weiter. So, weil ich jetzt gerade nicht wusste, ob es direkt losgeht, weil hier direkt Anfang steht, starte ich von hier aus. Wir sind wieder ein Detektiv. Wir bleiben uns treu. Und ich habe die Untertitel jetzt erstmal ausgeschaltet. Wenn ihr die gerne anhaben möchtet, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Verzeihung. Jenny, come on. You're going to miss it. Tell them to start without me. I need to check on Marie. She'll be fine. You don't need to check on her every 5 minutes. Come on, it's starting. Okay, you're right. Ja, es ist ja auch hart. Haus voller Leute und keiner kriegt was mit. For the best part of my later years, I worked as a private investigator. I'd seen many a terrible case. Sadly, most of them unresolved. But in 1954, something terrible and far closer to home happened that I could not avoid. And it happened right here, in Dahlia View.
So, ich habe die Untertitel angemacht. Ich wusste jetzt nicht, dass wir englische Sprachausgabe haben. The police are here. What on earth is all the commotion? So, wie wir sehen, spielen wir einen älteren Herrn, der im Rollstuhl sitzt. Was, wie ich finde, das Spiel nochmal einen Ticken interessanter macht. Now, where's my camera? I need to see what's going on outside my window. Kamera, ich glaube, die sehe ich da. Now, I can get a closer look. Oh. So. What on earth is all the commotion? Smashed plant pot. I must have slipped through it. I should have come to my window sooner. I'm not zoomed in enough to see. Oh, that's Tony Morgan's blood. My God, I hope he's all right. Please let him be all right. Ach so, deswegen. Ich wollte gerade sagen, woher weiß er das denn nur vom Blut? I wonder if Catherine is with them. Ja, also wir haben A und wir haben C. Wo ist B? Theodore and Annabelle McKee, I believe. I really should get to know my neighbors better. Ja, zumindest die Namen sollte man sich eventuell merken. Hier ist B. Might have to zoom in a little further. Chloroform. What on earth? Was bist du für ein Vogel? Harold Levy owns most of the flats in Dahlia View. I wonder if he saw something. Haben wir denn noch mehr? Old Mrs. Doer. She's usually peering through her window watching our neighbors. It's past her bedtime. Bound during abduction. Dear God. Charlotte May, Mr. Morgan's daughter, has been kidnapped. Shirley Downs. She runs the Crow's Nest. Her office overlooks the courtyard. A kidnapping right on my doorstep. Who doesn't bear thinking about? Imagine if it was Catherine. Time to pay my neighbors a visit and see what they know. Dann machen wir das doch. Müssen wir die Kamera wieder zurückstellen? Nein. So, wo geht's denn hier raus? Ich würde mal sagen, da. Das sieht aus wie so ein alter Briefkasten
Briefkasten. Was haben wir hier? Notizblock. Nehmen wir doch direkt mit. Etwas hat sich in Dahlia View ereignet. Aber was? Gut, das haben wir ja gemacht mit dem Fotoapparat. Mit den Bewohnern von Dahlia View im Hof sprechen, um herauszufinden, was sie über die Entführung von Charlotte May wissen. Okay, wir haben sogar Infos über die ganzen Herrschaften. Lady Durr ist eine ältere Witwe, die die alte Villa neben meinem Mehrfamilienhaus bewohnt. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, schien sie nur wenig Zeit für mich zu haben und gab mir eine Brosche. Sie lebt alleine und ich kann behaupten, dass die meisten Bewohner von Dahlia View sie nicht oder kaum kennen. Ihr Haus sieht wie dafür geschaffen aus, jemanden zu verstecken. Alt, dunkel und fast leer. Shirley Donas ist die Inhaberin des Crow's Nest, dem Pub, in dem sich alle Gruppen treffen, die nach Charlotte May suchen. Abgesehen vom Krach bei der Nacht höre ich rein gar nichts von ihnen. Aus der Ferne betrachtet sieht sie wie ein selbstbewusster Mensch aus. Daher war ich überrascht, wie sehr sie doch aus der Ruhe kam, als wir auf Harriet Levy zu sprechen kamen. Es wäre interessant, mehr über sie herauszufinden, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Harold Levy ist mein Vermieter und Eigentümer der Werkstatt Levy und Söhne. In Dahlia View ist er sehr mächtig. Bis jetzt ist er für sich geblieben und hat mir keinen Grund zur Sorge gegeben. Höchstwahrscheinlich, weil ich meine Miete pünktlich zahle. Als wir uns unterhalten haben, war er sehr unhöflich. Wenn man nach dem Äußeren gehen wollte, würde ich ihm so einiges zutrauen. Annabel McKee ist eine Hausfrau, die mit Theodore verheiratet ist. Ich glaube, dass ihre Schwester Shirley Downs ist die Inhaberin des Crow's Nest Pubs. Annabel schien mir bei unserer Unterhaltung etwas seltsam und hatte eine klare Meinung über ihre Nachbarin Mrs. Durr. Ich würde zwar nicht so weit gehen, als sie als gemein zu bezeichnen, aber sie ist ganz offensichtlich eine Frau mit kritischen Ansichten, die sie auch gerne mitteilt. Ich kenne sie zwar noch nicht gut genug, um mir ein Urteil zu bilden, aber sie hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Theodor arbeitet bei der Werkstatt Levy und Söhne als Automechaniker. Gelegentlich geht er mit verschiedenen Musikinstrumenten zum Tor hinaus. Als wir uns unterhielten, machte er den Eindruck, als wäre es ihm lieber gewesen, wenn seine Frau Annabel weniger gesagt hätte. Vielleicht wollte er nicht, dass sie versehentlich etwas verrät. Andererseits schien er unbedingt bei der Suchaktion mitmachen zu wollen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich ihn gut im Auge behalten sollte. Mindestens. Er scheint ja sehr... Oh, wir haben eine feste Kamera, merke ich gerade. Nicht sehr überzeugt von seinen Nachbarn zu sein, oder? Bewegungsart. Standard? Oder kamerazentriert? Okay, wir machen mal Standard. Da ist eine Treppe, das ist praktisch. Okay.
Okay, ich weiß nicht wie, aber wir haben uns gedreht. Im Aufzug. Das sieht aber auch wieder nach einer Treppe aus, oder? Okay, es ist so ein Durchgang. Nein, nein. Was ist das hier? Gar nichts. Na gut, dann nicht. Charlotte May could only be 7 or 8 years old. Why would someone want to take her? Es sah aber nicht so aus, It als wäre doesn't sie make so any alt. sense. Fangen wir mit den beiden an zu reden. Oder auch nicht? Doch. Hello, Mr. Conway. Good evening. Terrible what's happened, isn't it? So you know what happened. They're looking for a kidnapper. A search is about to start in the Pine Woods. My sister, Shirley, she owns the pub across the way. The searchers are all meeting there first. What do you know about the kidnapping, Mr. Conway? Not much. That's why I'm talking to the pair of you. You should talk to the old busybody over in her big manor house. Mrs. Doer. She knows everything that goes on here. I wouldn't be surprised if she saw the kidnapper. I wouldn't be surprised if she was the kidnapper. That's an awful thing to say. Well, have you seen her? Always fawning over that little girl. All alone in that big house. Plenty of room to hide someone. I can see that you've put a lot of thought into this, Mrs. McKee. A little too much, love. Well, I'm not the only one who thinks it. Oh, blast. What time is it? It must be a little after midnight by now, surely. The search is starting without me. I have to get my coat. You'll forgive me, Mr. Conway? Yes, good night. Good night, Mr. Conway. We'll talk again soon. Vielleicht. Okay, dass ich die Kamera nicht steuern kann, macht mich gerade doch ein bisschen fertig. Die alte Dame, sagten sie. Dann reden wir doch mit der... Entschuldigung, mit der alten Dame. Excuse me, Mr. Conway. May I have a moment? Natürlich. Immer. Die Steuerung ist nur noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Do you know what's happened? Never mind all that. Your daughter is a police officer, is she not? She is. Here, I found this. Eine Brosche. Okay. What's this then? A brooch. I found it on the floor here. It probably belonged to that poor girl. Thought I'd better pick it up before Shirley Downs gets her mitts on it. What do you mean by that? Never mind. Perhaps you can make sure it finds its way to your daughter. I will, and thank you for telling me. Just doing my duty. Can you tell me what you meant about Shirley? Good night, Mr. Conway. Did you see anything else at all? Just make sure to give your daughter that brooch. Okay, Oma, du bist merkwürdig. Sonst die ganze Zeit am Stehen, aber dann keine Zeit mehr zum Reden. Redest du mehr mit uns? Miss Downs, do you have a moment? I'm sorry. What did you say? I can come back if you need some time. No, it's fine. I'm just... I can't believe this is happening so close to home. Well, maybe I can. What do you mean by that? Not everyone in Dahlia View is as they seem, Mr. Conway. Miss Downs, who are you referring to? That son of a bitch right there, with the smug look on his face. Mr. Levy? Why not? I mean, what do you really know about him? Well, I
pay him my rent once a fortnight, but no other than that. I didn't really speak to the man. Well, sadly I do. He's up to something. You must have noticed all the strange deliveries, coming and going at night. You think he took Charlotte May? I wouldn't be surprised. I'm sorry. Miss Downs, what are you basing this on? Experience, Mr. Conway. You'll excuse me, I need to help the police with their search. Ganz sauber scheinen die alle nicht zu sein. Und vor allen Dingen jeder beschuldigt jemand anderen. Good evening, Mr. Levy. Evening. How strange times we live in when a girl can be taken on her doorstep. You ain't wrong. It's a bloody mess. Did you see what happened at all? No. How well did you know Charlotte May? You lived next door. You must have seen her a lot. I hope they're gonna clean all this mess up tonight. I've got a business to run. I'm sure this must be a great inconvenience to you. That reminds me. Rent day tomorrow. Don't be late. I haven't forgotten. Good. Keep it that way, and we'll get along just fine. May I ask what you were doing tonight? No. There's Mr. Morgan. Okay, alle nicht wirklich kooperativ. Mr. Morgan must have taken quite a hit. Hello, Mr. Morgan. Hatte er das denn überhaupt mitbekommen? My name is Robert Conway. I live in flat 23. Yes, I've seen you around, Mr. Conway. Well, you see, I thought I'd better come over and check you're okay. Some of our neighbors seem to be content just to stare. I'm so sorry to hear about your daughter. Very kind of you. I'm sorry, but I'm late joining the search. I've been talking to the police for over an hour. Of course, I understand. The police officer you spoke to was most likely my daughter. Is that so? Yes, she's a very determined young lady. If anyone is going to find your daughter, it's her. I was once a private investigator myself, so I know how her mind works. Well, it's comforting to know I'm surrounded by such competent minds, Mr. Conway. I'd like to offer my services too, if you'd permit me. That's very kind, but I don't have money, I'm afraid. Oh, Mr. Morgan, no. I'm a father myself. I meant to say that I'm at your disposal. Very generous, but the police said that... All I'd be doing is observing and talking to people. And if I find anything, I'll be sure to share it with Catherine. Catherine? My daughter, the police officer. Right, of course. That reminds me. I have this brooch. Does this mean anything to you? That's Charlotte May's. Do you see how the simplest detail can be overlooked? Even by the police. Best to have as many eyes on the case, in my experience. I see your point. May I have it back, please? Would you mind if I kept onto it for a day or so, in case it was to have some use? Yes, of course. If you think it would help. I would very much like you to return it, though. As soon as I have something to report back to you. You have my word. So, where do you suppose you'd begin? Well, right here. In Dahlia View? Yes. It's my experience that it's usually someone who knows the victim. Do you mean to tell me that one of my neighbors has my girl? No. I'm merely saying that it's a logical place to start. Now I see. That's why the police searched my house. Because I'm a suspect, I suppose. That's the way it works, I'm sorry to say. So they're not even looking for the real kidnapper? I can assure you they will be.
Tell me, Mr. Conway, and be honest. Are you going to look for my girl? I promise you, I'll stop at nothing until I find her. For now, I need you to think of anyone who could have taken Charlotte May. I don't know. Think, anyone or anything at all. Mr. Conway, who do you know who could do such a thing? You see your point. Well, for now, perhaps try to get some rest. Charlotte May needs you to be strong for her. You'll excuse me, Mr. Conway. I'm going to join the search and find my little girl. That's fair enough, Mr. Morgan. Good night, and good luck. Good night, Mr. Conway. So, na gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal alle mit jedem geredet. So the kidnapper smashed this during the altercation. Oh, wir haben eine neue Aufgabe. Ich sollte wieder nach Hause, um alle gesammelten Informationen zusammenzufügen. Gut, das machen wir. Aber erst beim nächsten Mal, wenn ich bis dahin nicht gestorben bin, meine Herren. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da, falls ihr es noch nicht habt, auch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye.